Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch mal zeigen, wie ihr Ohrringe aus Kunstleder ausplotten und dann auch mit Flexfolie beplotten könnt oder aufhübschen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, ich werde euch zeigen, wie ihr selber Ohrringe machen könnt. Und zwar aus Kunstleder und das mit dem Plotter. Extrem simpel. Schneiden und mit Flexfolie dann auch zum Teil verzieren. Und zudem zeige ich euch, wie ihr so eins machen könnt, um dann die Ohrringe reinzumachen und die dann so zu verschenken. Und eben wie ihr das machen könnt, das gucken wir uns jetzt gleich an. Was ihr für dieses Projekt braucht, sind 2 Schneidematten, und zwar die Standard Grip Matte und die Strong Grip Matte. Den Plotter, da habe ich das Fine Point Blade schon drin. Dann fangen wir mal mit dem Rohmaterial an. Ich habe einerseits Karton, und zwar in 2 Farben, die zueinander passen. Und das habe ich ganz einfach aus diesem Cardstock-Paket. Daraus werde ich die kleinen Labels machen, wo ich die Ohrringe dann reinmache. Dann Kunstleder. Ich habe hier so ein Paket, wo verschiedene Farben drin sind. Finde ich super, weil da habe ich eine Variation und ich verwende heute schwarz, dunkelbraun und beige. Dann habe ich eine Flexfolie, das ist Hazelnut-braun. Dann natürlich die Ohrringe, wo ihr das Ganze dann reinmacht. Und um das reinzumachen, brauchen wir A, kleine Löchlein. Und ich finde die Zange hier super, weil ich da wirklich bis zu ganz kleinen Löcher und große eigentlich alles machen kann. Also die ist auf jeden Fall empfehlenswert. Dann habe ich ein Falzbein und Flüssigkleber, das ganz normale Zementitflüssigkleber für die Labels, um da die beiden Kartons zusammenzukleben. Dann habe ich das Entgitterungstool, logischerweise für die Flexfolie. Ich habe eine Schere und ihr müsst ja da das Wildleder dann einfädeln in diese kleinen Löchchen. Ich habe die kleinste Zange, die ich habe, ist die. Mal gucken, ob es funktioniert. Ansonsten werde ich da versuchen, mit der Pinzette zu arbeiten. Irgendwie kriegen wir das hin. Und natürlich auch, wenn ihr Flexfolie auf das Wildleder dann auftragen wollt, braucht ihr die Mini Heat Press und die Hitzematte. Und was wir auch noch brauchen, ist der Design Space, und darin starten wir jetzt auch gleich. Im Cricut Design Space habe ich schon ein Projekt angelegt, und zwar so eins. Und ihr seht, ich verwende hier ganz viele verschiedene Elemente. Da gehe ich kurz auf Anpassen. Was ich gemacht hatte, war, ich habe zuerst in den Projekten drin gesucht und war ein bisschen enttäuscht, weil es da irgendwie keine Ohrringe gab oder nur ein Paar oder so. Und dann dachte ich mir so, aber ich habe das auch schon bei anderen gesehen, dass die das gemacht haben. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist nicht in den Projekten, sondern in den Bildern. Das heißt, wenn ihr hier Earrings eingebt, dann sieht es im ersten Moment aus, als ob das nicht funktionieren würde. Aber wenn ihr da runter scrollt, da fängt es an, ne? Das ist ein Ohrring, das ist ein Ohrring, das sind welche, das hier. Ne, das sind alles Ohrringe, die ihr ausplotten könnt. Und genau solche habe ich dann eingefügt. Und zwar habe ich hier 5 verschiedene Varianten. Ich habe eine, was 3 verschiedene Layers hat. Eins, wo, ne, das ist oben, ich werde den hellen ausschneiden und dann den dunklen drunter legen, und durch diese Ausbuchtung hier in der Mitte sieht man dann den dunklen. Dann habe ich hier so einen Zweiertropfen,
Dann habe ich hier eins, wo nur so ein kleines Element vorne ist und hinten dann das schwarze. Und dann habe ich auch einfach einen Kreis gemacht. Ich werde Flexfolie drauf bringen und zwar hier bei dem Element kommt auf das dunkelbraune kommen diese Streifen drauf. Und da habe ich ganz einfach lange, also so dünne Streifen mit den Formen hier einfach ein Quadrat gemacht und das dann ganz schmal gemacht und aneinandergereiht ganz oftmals. Dann alle markiert und die so ein bisschen gedreht, dass die eben nicht gerade sind, sondern so ein bisschen schräg nach unten. Und dann habe ich diese Form hier, die habe ich dupliziert und die quasi unter diese Streifen gelegt und dann einfach das Ganze mit beschneiden, so beschnitten, dass ich dann schlussendlich nur noch diese Streifen hatte. So einfach könnt ihr ein Muster machen auf den Ohrring. Dann habe ich hier für dieses Element habe ich Punkte, da habe ich ganz einfach eben ganz viele, also einen Kreis eingefügt und den ganz klein gemacht und den immer wieder dupliziert. Und als ich eine Seite, also ich habe das hier auf der Form drauf gemacht, damit ich sehe, wo ich überall Punkte brauche. Und dann, als es fertig war, habe ich das verschweißt und dann dupliziert und gespiegelt. Na, ihr könnt ja hier oben spiegeln, horizontal, vertikal. Da habe ich einfach horizontal gespiegelt, weil ihr seht, die sind ja nicht, also das eine geht unten nach links weg und das andere unten nach rechts und deshalb musste ich das hier auch spiegeln. Und dann habe ich ein Bild von einer Blume, das habe ich auch in den Bildern gefunden, das unter Flowers und das habe ich dann einfach, um hier auf diesen schwarzen Kreis drauf zu bringen. Das heißt, ich habe hier eins ohne Flexfolie, hier auch, das wird Flexfolie haben, das wird Flexfolie haben und das wird Flexfolie haben. Ich habe dann einfach die Farben so zugeordnet, wie ich es dann auch haben will. Das heißt, die werden auch schwarz sein, da hier wird das hinterste wird schwarz sein, das mittlere wird eben dieses dunkelbraun sein und das vordere wird dieses beige sein. Und so habe ich das bei allen gemacht, einfach so, wie es mir am besten gefällt. Und unten diese kleinen Labels, die habe ich auch ganz einfach gemacht. Ich habe hier ein Hexagon genommen. Ich mache es kurz ein bisschen kleiner, damit ihr es seht. Und dann zusätzlich noch ein Quadrat. Das Hexagon hat eine Breite von 4,686. Und das gebe ich hier auch beim Viereck ein. Und dann habe ich einfach geguckt, dass das Ende von diesem Quadrat schön auf dieser Ecke landet und das dann ganz einfach zentriert und dann verschweißen. Und so könnt ihr solche Formen selber bilden. Hinten, das sind zwei, das ist ein großes und ein kleineres und da habe ich ganz einfach das große dupliziert und kleiner gemacht, damit es dann wieder passt. Ich habe beispielhaft hier überall die Kreise drauf, die mache ich jetzt aber noch weg, weil ich die mit der Zange dann selber machen werde. Weil ich finde, ihr könnt es mit einem Plotter machen, aber ich finde, das wird eigentlich schöner, wenn man die effektiv mit einer Zange selber locht. Das heißt, ich gehe hier einfach auf Kontur verbergen und nehme den Punkt hier weg. Und das mache ich kurz bei jeder Form. Bei den Labels, da sind es ganz einfach Kreise und die kann ich ausblenden. Und so habe ich alles auch schon vorbereitet. Und da kann ich jetzt auf Herstellen gehen. Und jetzt seht ihr auch, dass die schön auf der Matte verteilt sind. Das heißt, das sind alle schwarzen, das sind alle braunen, das sind die beigen, das ist die Flexfolie. Das sind die Labels und das sind die Labels. Okay. Jetzt muss ich natürlich gucken, meine Sheets sind nicht so groß. Die sind 17 auf 27 cm. Und ich gehe jetzt auf sicher. Hier sind 17 cm. Und ich packe die hier drunter. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night.
mistletoe, and I've gotten you. Und was ich auch noch machen muss bei der Flexfolie, da hier den Spiegel einschalten, damit es auch wieder passt. Und das ist auch schon alles an Vorbereitung. Jetzt gehe ich weiter und jetzt habe ich hier zuerst das Leder. Das habe ich gar noch nicht angelegt und jetzt gehe ich mal auf alle Materialien und suche Leder. Und ich würde sagen, das ist nicht Paper Thin Kunstwildleder. Da steht jetzt leider nichts drauf. Von dem her, ich will jetzt nicht ein ganzes Sheet verbrauchen oder anbrauchen und es passt dann nicht. Deshalb breche ich hier kurz ab. Und speichere das kurz. Und mache hier ein neues Projekt und da gebe ich ganz einfach einen Stern drauf, der klein ist. Und gehe auf Herstellen. Und mit dem mache ich jetzt einen Testdruck. Das heißt, ich gehe auf Weiter. Respektive Testdruck. Natürlich nicht Testdruck, sondern Testschnitt. Und da gehe ich nochmal auf alle Materialien, sage Leder, sage Kunstwildleder. Fertig. Den Druck lasse ich mal so. Rot ist jetzt nicht so meine Farbe und deshalb verwende ich das jetzt, um das Ganze auszutesten. Das heißt, ich gebe das hier auf die Matte drauf und das in den Plotter rein. Können wir uns das angucken, ob das geschnitten hat. Und ja, hat wunderbar funktioniert. Ohne Probleme. Super. Sehr gut. Also ist es Kunstwildleder. Dann kann ich wieder zurück in mein Projekt. Und jetzt eben nochmal auf das Leder. Das Kunstwildleder, da setze ich auch einen Stern drauf, damit ich das beim nächsten Mal auch weiß. Und dann können wir schon loslegen. Das erste war das Schwarze. That I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down, and the storm is on its way. But as long as you're around. Ich finde das Hammer. Ich habe noch nie so einfach Kunstwildleder geschnitten. Und das schneidet es wirklich absolut sauber. Das nächste ist das Braune. Da brauche ich jetzt auch an den Einstellungen nichts zu ändern, weil es ja quasi dasselbe Material ist. Everything will be okay, 'cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. Und dann kommt das Beige. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this. Dann bei der nächsten Matte müssen wir auf Everyday Iron-On wechseln, weil das ist die Flexfolie. Da können wir wieder die Standard-Grip-Matte nehmen und da dran denken, dass ihr die Flexfolie, da wo es glänzig ist, das muss unten sein. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Dann müssen wir wieder auf den Platz und da ist jetzt das Helle und das Dunkle. Die hellen sind die kleineren, das heißt bei mir auch das hellere Papier, aber per se ist es kein Everyday Iron-On, sondern das ist ein ziemlich massiver Cardstock.
Und da nehme ich den 270er. Mit einem Standarddruck. But the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have. Und dann kommt auch gleich noch der dunklere Cardstock drauf. And it's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first. Jetzt können wir eigentlich damit starten, dass wir hier zuerst die Kartons gleich zusammenkleben. Dann müssen wir entgittern. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me. So, und dann können wir, glaube ich, auch schon mal die Folie aufbringen. Das waren bei denen, bei dem und bei den beiden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert, weil ich muss zugeben, ich habe schon so lange mit Flexfolie gearbeitet, aber noch nie mit Wildleder. Das war bis jetzt einfach keine Option, weil es auch noch nie so einfach war, mit Wildleder das so zurechtzuschneiden. Ich finde das echt der Hammer. Aber ja, versuchen wir es. Ich schalte meine Cricut Mini auf eine 2 ein. Und starten wir hier dann mal mit dem Kreis. Und da gehe ich jetzt für 30 Sekunden drauf. Ich finde, das sieht richtig, richtig, richtig cool aus. Maybe I was blind, known you forever while I tried to find someone that could be my great love. Right in front of me, I didn't realize you were my dream, so you took me by surprise. Oh yeah, even in my wildest dreams, I didn't think we were destined to be. And now you're laying. Dann brauchen wir die Cricut auch schon wieder nicht mehr. So, dann waren das die beiden. Hier hatten wir die kleinen oben drin. Das war Blusterkreis, da waren es jeweils 3. Und hier waren es 2 aufeinander. So, und jetzt müssen wir Löcher reinmachen. Und zwar eben genau das kleinste, was ich habe. Und das ist das hier. Fangen wir hier bei den Kreisen an. Versucht da auch nicht zu tief runter zu gehen, weil es muss ja dann auch in diesem O-Ring drinne Platz haben.
So in dem Stil. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Das ist wirklich ein ganz kleines Löchchen. Und dann wollen wir das natürlich auch gleich machen beim anderen. Das heißt, ich bringe die schön aufeinander und dann gehe ich an derselben Stelle rein wieder. Und dann haben wir beide an derselben Stelle das Löchlein. Jetzt versuchen wir das gleich mal mit dem ersten. Und bei diesen Elementen müsst ihr immer dran denken, ihr zieht die nicht auf, sondern ihr schiebt die oder ihr dreht die auf die Seite. Und so habt ihr euren Ohrring. Und ihr seht auch vom Platz her, ich hätte noch ein bisschen weiter runter gehen können, aber nicht allzu viel. So, und dann können wir uns noch um die Kartons kümmern. Da mache ich oben rein, möglichst mittig, ein Loch rein. Dann könnt ihr das dann irgendwo als quasi wie ein Geschenktag, ihr könnt da oben auch eine Schlaufe reinmachen, ein Band mal reinmachen, das irgendwo festmachen. Und dann brauchen wir noch für die Ohrringe kleine Löcher. Dann nehme ich jetzt wieder das kleinste. Und mache einfach auf der Höhe von der Ecke, gehe ich da so ein bisschen rein. So in dem Stil. Und dann können wir hier auch die Ohrringe reinmachen. I'm just curious, when did you know you had feelings for me? Maybe somehow we've always known that. Et voilà. Und so könnt ihr ganz einfach Kunstleder, Ohrringe selber machen und die dann so verschenken. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video und die Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis bald! We have chemistry, but always chasing after someone else. So this took me by surprise.